Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und hier beim Podcast dabei bist, denn es gibt heute wieder eine wundervolle, super inspirierende Folge mit niemand anderem als Interviewgast als Christiane Stenger. Und ich bin schon seit langer Zeit ein großer Fan von Christiane. Ich habe damals ihr Buch gelesen, Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt, was ein mega cooles Buch ist, wo es darum geht, wie wir besser mit unserem Gehirn umgehen können, wie wir uns einfacher Dinge merken können, wie wir uns besser konzentrieren können und ja, wie wir sozusagen unser Gehirn einfach viel, viel besser und einfacher dafür nutzen können, für unseren Alltag, aber auch für unseren Erfolg. Und Christiane hat einen sehr, sehr, sehr spannenden eigenen Lebensweg und es ist unglaublich faszinierend, von ihr zu lernen und zu hören, wie sie dieses ganze Thema Gedächtnistraining auch in ihr Leben integriert hat. Und wir sprechen in diesem Podcast darüber, wie wir uns Dinge besser merken können, wie wir einfacher lernen können, wie wir auch, falls du Mama oder Papa bist, wie wir unseren eigenen Kindern beibringen können, einfacher zu lernen, mit mehr Freude zu lernen und wirklich so Lerntechniken, die wir aber auch als erwachsene Menschen natürlich total gut anwenden können, wenn man zum Beispiel einen Vortrag halten muss oder eine PowerPoint oder in einem Bewerbungsgespräch oder wo auch immer man sich Dinge für merken muss, hilft es einfach total, diese Techniken zu kennen, wie wir uns Dinge besser merken können. Und da teilt Christiane auf jeden Fall richtig coole Techniken mit uns. Und wir reden auch über das Linkshänder- und Rechtshänder-Dasein, was da so die Unterschiede sind und wie wir das auch für uns nutzen können. Und es ist einfach ein super inspirierendes, spannendes Interview mit ganz viel Input, was uns so den Alltag leichter macht, wenn es um das Thema Gedächtnis, Konzentration, Erinnerungsvermögen und ja, unsere Fähigkeit einfach angeht, präsent zu sein und das, was wir gerne erschaffen möchten, auch erschaffen können. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview mit Christiane Stenger und würde einfach sagen, los geht's! Ich freue mich so sehr, heute im Podcast so eine wundervolle, inspirierende Frau zu haben, von der ich schon seit, ich glaube, jetzt über 3 Jahren so ein heimlicher Fan bin und wo ich wirklich super gerne ihre Bücher konsumiere und das, was sie macht, einfach so cool und inspirierend finde. Deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute da bist, Christiane. Danke, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Richtig schön. Erzähl mal, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Wo finden wir dich jetzt während dieses Interviews? Ich bin gerade bei mir zu Hause und ich habe seit 2 Jahren eine ganz wundervolle Wohnung mit Blick auf ein paar grüne Bäume. Und heute war ein aufregender Tag. Ich habe schon ganz viel erledigt, was ja aber auch immer ein positiv stimmt und werde danach unser Podcast gleich wieder in meine Schauspielschule ausbrechen, weil wir da heute Generalprobe haben für einen Monologabend. Also wir spielen da jeder moderne Monologe. Deswegen freue ich mich schon auf heute Abend und auf morgen und bin bestens gestimmt. Super schön. Wo lebst du? In welcher Stadt bist du? Ich bin in München zu Hause. Ach, in München. Okay, mega schön. Und für alle, die dich jetzt noch nicht, so wie ich, seit mehreren Jahren heimlich verfolgen, magst du mal so ein bisschen von deiner Geschichte erzählen? Und ich meine, bei dir gibt's ja so viele Punkte in deinem Leben, die einfach total inspirierend sind. Deswegen, es wäre so schön, wenn du einfach mal so erzählst, am besten so in der Schule tatsächlich angefangen, wie so dein Weg war. Sehr gerne. Wenn ich zu ausführlich werde, unterbreche mich gerne. Und zwar mein prägender Lebensweg fing eigentlich in der 2. Klasse an, als ich mit 7 Jahren anfing, mir alle möglichen Krankheiten einzubilden, um nicht in die Schule zu müssen. Also ich habe mir dann wirklich alles Mögliche ausgedacht, Fingerschmerzen, Knieschmerzen, Bauchschmerzen, Halsschmerzen. Wurde dann tatsächlich auch mal richtig krank und war 2-3 Monate nicht in der Schule. Dann wurde es wieder ein bisschen besser, aber letztendlich haben meine Eltern mich immer wieder zu allen möglichen Ärzten geschleppt, die natürlich nie was festgestellt haben, weil ich mir das einfach nur ausgedacht hatte. Beziehungsweise manchmal habe ich es dann mir so sehr stark vorgestellt, dass es irgendwie auch gestimmt hat, aber
die Ärzte haben dann irgendwann auch gesagt, Christiane, du hast nichts, es reicht jetzt, und haben mich zum Psychologen geschickt. Der hat dann damals einen IQ-Test gemacht, und so bin ich in eine Hochbegabtenförderung reingekommen, dürfte auch eine Klasse überspringen, was ich eigentlich davor immer gar nicht wollte, weil ich so gerne mit meinen Freunden zusammen gewesen wäre, aber es war damals dann wirklich so extrem, dass ich einfach auch über die Klassenzimmerschwelle nicht mehr gehen konnte. Also körperlich konnte ich das Klassenzimmer nicht mehr betreten, weil ich mich da so unwohl gefühlt habe. Ich glaube, das war einfach der Tatsache geschuldet, dass ich mich da so gelangweilt habe, beziehungsweise das so als Freiheitsberaubung empfunden habe, irgendwo hin zu müssen, wo ich gar nicht sein wollte, dass es nicht mehr ging. Und dann habe ich die Klasse übersprungen und bin durch diese Hochbegabtenförderung zu einem Kurs gekommen, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene. Glücklicherweise hat der in meiner Straße stattgefunden, sonst hätte mich meine Eltern wahrscheinlich da nie hinbekommen, weil ich Gedächtnistraining jetzt auch nicht super faszinierend fand. Und Gott sei Dank war der eben in der Straße, wo ich gewohnt habe, und da hat meine Mutter gesagt, okay, Christiane, so ein paar Häuser weiter, das schaffst du jetzt auch mal, und schau dir das doch einen Nachmittag mal an, und wenn es dir keinen Spaß macht, musst du da auch nie wieder hin. Und das habe ich aber Gott sei Dank gemacht, und da haben wir dann gleich so eine Technik kennengelernt, mit der man sich Zahlen merken kann, und haben dann eben auch von Meisterschaften gehört, und dann hatte ich das große Glück, mit 11 Jahren das erste Mal Junioren Weltmeisterin zu werden, und das war eben so ein Glück, weil ich gleichzeitig in der Schule wieder grottenschlecht wurde und es eigentlich wieder ein Albtraum wurde. Also in der 7. Klasse stand ich dann Mathe und Latein 5, war eben sehr versetzungsgefährdet und wollte eigentlich meine Schule abbrechen. Glücklicherweise habe ich eben dann doch eine Schule gefunden in Mecklenburg-Vorpommern, also dann doch sehr weit weg von zu Hause, die aber gesagt hat, wenn du zu uns kommst in der 8. Klasse und endlich mal deine Techniken auch zum Lernen anwendest, dann darfst du noch 2 Klassen überspringen. Und das hat mir dann wieder die Motivation gegeben, mich überhaupt mit dem Thema Schule zu beschäftigen. Und ich wusste, okay, jetzt einmal noch Augen zusammenkneifen, und dann hast du mit 16 ein Abitur in der Hand, und tatsächlich wurde ich dann in der 8. Klasse so gut, dass ich eben dann noch 2 Jahre hüpfen dürfte und dann mit 15 ein Abi geschrieben habe und mit 16 in den Händen hielt. Und obwohl ich eben 4 Jahre davor mit 12 Jahren noch auf dem besten Weg war, zur absoluten Schulversagerin oder Schulverweigerin zu werden. Und deswegen bedeuten mir die Techniken auch immer so viel. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich auch die Möglichkeit habe, sie so ein bisschen weiterzugeben und zu teilen. Dieses große Glück, was mir da widerfahren ist. Genau, und dann habe ich Politik. Okay, ganz kurz. Ich muss hier einmal ganz kurz. Weil da war jetzt ist so viel Wertvolles drin, was du gerade schon erzählt hast. Ich würde da gerne auf 1, 2 Punkte gerne eingehen. Ja. Also du bist Junioren Weltmeisterin im Gedächtnistraining geworden. Mit, wie alt warst du? 11? Das erste Mal war ich 11 und insgesamt war ich dann, glaube ich, 5 Mal noch. Okay, crazy. Und wie war das damals für dich? Ich meine, wenn ich mich jetzt gerade in dich reinfühle, in dieses kleine Mädchen, was irgendwie immer wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl hatte, irgendwie bin ich so ein bisschen nicht richtig da, wo ich bin, weil es mich alles langweilt und ich werde irgendwie nicht verstanden und finde nicht meinen Weg. Und dann hast du plötzlich dieses Gedächtnistraining für dich gefunden und wirst Junioren-Weltmeisterin. Und hol mich mal in diesen Tag rein. Wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt? Was hat es für dich auch vielleicht emotional, mental verändert damals? Also genau, du hast vollkommen recht. Das war tatsächlich am Anfang immer schon dieses Gefühl in mir, irgendwie bin ich anders. Also ich hatte schon Freunde und war als Kind vor allem auch immer total wahnsinnig lebenslustig. Ich habe super viele Sachen gemacht ich wollte Balletttänzerin, Schauspielerin und Zirkusartistin werden. Viele Dinge davon habe ich auch gemacht. Ich hatte dann Klavier gespielt, Geige gespielt, Tennis gespielt. Also jeden Tag mindestens 1, 2 Sachen gemacht, und durch meine Depression, da mit 7, 8 Jahren, habe ich das aber fast alles aufgehört, und das Gedächtnistraining war dann das erste wieder, wo ich so ein bisschen Spaß dran gefunden hatte. Deswegen war das so einmal irgendwie ein Anker, um noch was zu machen, was ich richtig gerne gemacht habe. Und dann an diesem Tag mit der Gedächtnisweltmeisterschaft das erste Mal, die erste Teilnahme, da war ich, glaube ich, sogar noch eher traurig, weil ich nur Zweite geworden bin. Und dann war es aber total auch eine große Tür, die dadurch aufgegangen ist, weil wir damals dann schon in Fernsehsendungen eingeladen wurden. Also ich glaube, ich war da mit 11 Jahren das erste Mal bei Stern TV, und dann kam später noch TV Total dazu, und es war irgendwie so genau der Weg schon immer so, oder die Bühne, die ich gesucht habe, weil ich als Kind immer schon dieses
die Bühne geliebt habe. Also schon mit 3 Jahren hat meine Mama mir, glaube ich, in ihr Fotoalbum damals so eine Seiltänzerin als Gedankenblase irgendwie ins Fotoalbum geklebt, weil ich immer alles, was mit Bühne zu tun hatte, immer ganz, ganz toll und faszinierend fand. Deswegen war das irgendwie so ein Ausweg aus meiner Traurigkeit quasi, die ich damals hatte, weil das irgendwie was ganz Neues war und eben auch was ganz Eigenes. Wo ich mich dann auch total wohlgefühlt habe und wo man irgendwie auch spannende Menschen immer auf diese Meisterschaften getroffen hat, auch wenn die auch teilweise sehr lustig waren. Genau, aber das war irgendwie so der Rettungsanker, irgendwas gefunden zu haben, wo man dann auch zumindest sich ein bisschen zu Hause fühlt, weil davor ist man auch so ein bisschen fängt man selber an zu zweifeln. Einerseits haben gesagt, du bist hochbegabt, dann hast du aber super Schwierigkeiten in der Schule, dann denkst du, okay, bist du jetzt eigentlich doch total blöd, haben die sich geirrt. Was läuft da schief? Und das war zumindest dann so natürlich eine wichtige Bestätigung zu dem Zeitpunkt, wenn alles andere irgendwie sehr sehr traurig zu sein scheint. Genau. Und da hat man eben irgendwie auch andere Leute getroffen, die auch irgendwie sich immer ein bisschen anders gefühlt haben. Das war auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Und du hast gerade erzählt, dass du damals dann in der 7. Klasse dir selber eine neue Schule gesucht hast. Ich stelle mir gerade vor, wie man so als 11-jähriges Mädchen losgeht und sich selber eine Schule sucht. Hattest du Unterstützung? Also haben dich deine Eltern unterstützt? Oder hattest du irgendwie jemanden, der da dein Potenzial wirklich gesehen hat, der dich unterstützt hat? Oder wie bist du da vorgegangen als kleines Mädchen? Ja, also da hatte ich tatsächlich immer Riesenunterstützung, tatsächlich von meinen Eltern. Also man kann sich die überhaupt nicht als Eislaufeltern vorstellen, also gar nicht. Wir sind doch eher anti-autoritär erzogen worden, würde ich das nennen. Also meine Eltern haben immer versucht, alles uns zu ermöglichen, wo wir halt Interesse gezeigt haben. Also ob das jetzt Ballett ist oder Trampolinspringen oder als ich Zirkusartistin werden wollte, hat sie so einen Workshop rausgesucht. Und als ich genau von der Schule gehen wollte, war mein Plan erstmal das Thema Schule ganz sein zu lassen. Und davon waren die natürlich nicht so richtig überzeugt. Und genau der erste Versuch war dann eine Freundin, die auch mit dem Gedächtnistraining angefangen hatte, die war in Schottland auf einer Schule, die haben mein Bruder und ich auch mal ausprobiert, aber das war einfach unbezahlbar für uns und dann auch wahrscheinlich noch zu weit weg. Und diese andere Schule, Schloss Torgelow heißt dieses Internat, die haben eben auch ganz wahnsinnig unfassbar gute Lernbedingungen. Da sind eben allerhöchstens 12 Leute in der Klasse. Man kann eben da so einen Schnellzug machen, also auch schneller die Schule fertig machen, was es dann mit G8 ja auch gab, aber das waren schon irgendwie super Lernbedingungen und ich wollte da aber auch gar nicht hin. Mein Bruder hat mich dann so ein bisschen dahin gezogen, denn der hat sich, als wir da waren, in diese Schule verliebt und ich hätte um Gottes Willen nie auf dieses Internat gewollt, weil es eben auch 10 Stunden damals mit dem Zug weit weg von zu Hause war und ich München doch geliebt habe und eben da auch meinen Freundeskreis hatte. Deswegen war ich am Anfang gar nicht so begeistert, dann diese Schule quasi zu besuchen, aber es gab keine Alternative. Also ich hatte innerhalb von München nochmal die Schule gewechselt. Aber da war irgendwie, das habe ich dann auch gemerkt, dass das auf so den ganz normalen Schulweg ich tatsächlich zu blöd war oder nicht anpassungsfähig genug, um diesen Weg zu gehen. Deswegen war das damals tatsächlich meine Rettung und glücklicherweise gab es dann auch Stipendien, dass wir uns dass meine Eltern das wuppen konnten. Voll schön. Also Gott sei Dank, wurde dir dann da so wunderbar geholfen, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass die Schule halt so brutal ist, ne, wenn du nicht so konform bist und ich weiß noch, dass mein kleiner Bruder zum Beispiel auch irgendwie in der Grundschule eine Hauptschulempfehlung damals bekommen hat und er heute, also Gott sei Dank haben meine Eltern dieser Empfehlung nicht gefolgt, sondern haben ihn auf das Gymnasium geschickt und heute hat er einen Master, ich glaube mit 1 Abschnitt irgendwie in VWL und Economics und allen möglichen mathematischen Wissenschaften und ist halt das Überbrain einfach. Und das tat mir halt damals auch so leid, weil das ja auch so viel mit einem macht, wenn man so ein kleiner Mensch ist, ne? Und einem so gesagt wird, so so in Anführungsstrichen, du bist zu dumm. Ja, total. Also da ist unser Schulsystem leider oft wirklich auf dem ganz falschen Weg. Zum einen wird natürlich, finde ich, viel zu früh quasi diese Empfehlung ausgesprochen. Also ich finde, Kinder müssten viel länger zusammen unterrichtet werden, weil manche Kinder sind ja einfach so noch nicht so weit und leider hängt in unserem Land halt Bildung immer tatsächlich noch auch vom Elternhaus ab, also auch durchlässig unser Schulsystem ist und es ist eben auch so schade,
dass es eben so auf Fehler geht und nicht auf das, was man kann. Also kaum ein Kind kommt aus der Schule und weiß, wo seine Talente liegen, oder wenn man nicht das Glück hat, sofort zu wissen, was man im Leben gerne machen möchte, ist man oft aufgeschmissen. Und das ist eben so schade, weil jedes Kind hat immer eine Fähigkeit oder eine Leidenschaft, und da schafft es leider die Schule nicht, dem nachzugehen, um dieses Talent zu entwickeln oder auch herauszufinden. Und da müsste wirklich einiges passieren, weil wirklich jedes Kind kann so viel, und es darf einfach nicht vom Elternhaus abhängen, wie dann sich der Schulweg gestaltet, oder eben vom Lehrer, der sagt, das ist eher so eine Empfehlung für die Hauptschule, ne? Also wie du sagst bei deinem Bruder, was für ein tolles Glück, dass er das so geschafft hat, aber das finde ich wirklich total schade, dass nicht jedes Kind individuell gefördert wird, oder es auch selten einfach ein Gespräch zwischen Lehrer gibt. Also wir wissen ja alle, was so irgendwie einen Satz bewegen kann, wenn irgendjemand sagt, ich glaube an dich oder so, und wenn das nicht passiert in der ganzen Schule, weil es einfach am Ende des Jahres einfach Noten gibt oder die dann Zahlen sind, womit man auch nicht richtig was an kann, und es gibt dann vielleicht das Elterngespräch, aber das Kind ist da irgendwie so ausgenommen von dem Ganzen. Das ist einfach total schade. Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass es für dich so schön war und so ein Geschenk, diese Gedächtnistechniken zu bekommen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gerade zuhören, die selber Eltern sind, die Kinder haben, und es ist auch so eins der Themen, die ich ganz oft als Frage gestellt bekomme, so wie kann ich als Eltern meine Kinder da besser unterstützen? Gibt es so eine Technik, wo du sagen würdest, die kann man ganz einfach irgendwie als Kind oder als Eltern seinem Kind auch beibringen, die einem in der Schule helfen kann, sich zum Beispiel Lateinvokabeln besser zu merken? Ja klar, also diese Techniken beruhen eigentlich immer auf dem gleichen Grundprinzip. Es geht einfach immer darum, sich das, was man sich gerne einbringen möchte, vorzustellen, mit Hilfe eines einfachen Bildes, weil unser Gehirn liebt einfach Bilder. Also wir erinnern uns ja auch in Bildern, wenn wir an irgendwelche schöne Ereignisse oder auch schlechte Ereignisse denken, haben wir immer ein Bild dazu im Kopf. Und also die Bilder sind quasi die Muttersprache unseres Gehirns. Und letztendlich ist es nichts anderes als einfache Eselsbrücken, die man da benutzen kann. Also zum Beispiel, es gibt so ein ganz tolles, einfaches Beispiel fürs Latein. Die Vokabel cubare heißt liegen. Und man versucht jetzt einfach in dem Wort, das man sich merken möchte, also in cubare, irgendetwas zu entdecken, was man kennt. Vielleicht fällt dir zum Beispiel zu cubare schon irgendwas ein. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe sofort so eine Tragebare, so vom Krankenwagen oder so. Genau. So eine Bahre. Genau. Dann hat man schon so ein Schlüsselwort, und dann denkt man vielleicht auch noch an die Kuh, auch wenn man die anders schreibt, kann man sich vorstellen eben, dass die Kuh auf der Bahre liegt. Vielleicht, weil sie Cuba Libre getrunken hat, wenn man das mal mit einbauen möchte. Wir wissen es nicht. Genau, oder man denkt direkt an Kuba und am Strand liegen. Und so kann man sich einfach selber eine schöne Eselsbrücke mit den eigenen Assoziationen bauen. Oder zum Beispiel im Englischen morose heißt mürrisch. Und dann denkt man vielleicht an eine Moorrose, die so mürrisch ist, weil sie im Moor steht und nicht bei den anderen Rosen sein darf. Oder man denkt bei Morose an Mo von den Simpsons und schenkt ihm eine Rose, damit er nicht mehr so mürrisch ist. Und so kann man mit kleinen Geschichten eben sich auch schon Vokabeln merken. Das ist total cool. Ich stelle mir gerade vor, ich meine, das macht ja bestimmt auch total Spaß, mit seinem Kind sowas zusammen zu machen, ne? Also das kann ja auch mega lustig sein. Also wenn ich mir so eine Kuh vorstelle, die irgendwie auf so einer Bahre liegt oder irgendwo in Kuba auch am Strand chillt oder so. Also man hat ja sofort auch irgendwie so witzige Bilder. Deswegen kann das ja eigentlich auch so was sein, was mega viel Spaß machen kann, ne? Ja, total. Also Lernen ist damit eben viel spannender, weil das Lernen dann zum einen nicht so ein passiver Prozess ist, wo man irgendwie stupide jetzt was wiederholt, sondern man kann sich selber eben aktiv seine eigenen Bilder ausdenken oder damit arbeiten, was man halt selber mag. Deswegen ist es dann so ein aktiver Prozess, und man kann selbst bestimmen, was man sich eben gerne vorstellt. Und natürlich muss man sowas jetzt auch nicht bei jeder Vokabel machen, denn es gibt ja auch viele Wörter, die man einfach liest und da schon eine Verbindung hat, oder die sich irgendwo der Wortstamm sich mit irgendwas ähnelt. Da muss man es nicht machen, aber bei Wörtern, wo man halt Schwierigkeiten hat, macht es total Sinn. Und das ist eben allgemein auch an diesen Techniken so schön, dass Lernen eben Spaß machen kann. Und das ist ja auch, was die Schule eben oft nicht schafft, weil jedes Kind ist ja am Anfang mega wissbegierig und kann es eigentlich kaum erwarten, wann die Schule endlich losgeht, und so, jetzt fängt's an, und dann ist es irgendwie, lernen alle zur gleichen Zeit das Gleiche und vielleicht eben auch nicht, was man gerade so spannend findet. Und also gut, es gibt schon Schulen, die da ganz tolle Arbeit leisten und wo Kinder sich ihre Lehrpläne quasi selber machen und selber ein bisschen ihre Themen bestimmen dürfen.
Also da passiert schon was, aber so grundsätzlich schafft es die Schule eben nicht immer, diese Lernbegeisterung, mit der wir alle auf die Welt kommen, aufrechtzuerhalten. Und diese Techniken können halt da helfen und das ist eben das Tolle, dass man kann die auch eben ausbauen, dass man sich noch so Wege vorstellt und damit habe ich dann auch in meinem Studium zum Beispiel, auch für mein Diplom, also von Geschichte, Jura, Philosophie, wirklich alles gelernt. Und erzähl mal, gib da mal ein Beispiel. Hast du ein Beispiel für Geschichte? Weil das ist sowas, ich bin da so eine Niete in so Daten und sowas. Das ist, finde ich, das bleibt bei mir nicht im Hirn. Hast du da irgendwie, kannst du dich noch an irgendwas erinnern aus deinem Studium, was da irgendwie geholfen hat? Ja, also eine super Geschichte ist auch aus Philosophie, aber zum Beispiel jetzt Geschichtsdaten kann man jetzt ganz klassisch das Beispiel nehmen. Christopher Columbus entdeckt Amerika. 1492, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, das weiß ich sogar noch. Da ist auch das Gedächtnis gar nicht so schlecht. Genau, aber 1492, ich meine, das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, aber um das mal zu verbildlichen, könnte man sich hier bei so Geschichtsdaten eben von jeder Zahl auch ein Bild ableiten. Also zum Beispiel 1 ist dann immer ein Baum, 4 ist zum Beispiel ein Schaf, weil es 4 Beine hat, 9 ist ein Luftballon. Wenn man sich so einen schrägen Luftballon vorstellt, der so ein bisschen scheps in der Luft hängt, dann sieht man vielleicht eine 9. Die Schnur ist also unten der Kringel von der 9 und 2 ist ein Schwan. Und dann könnte man sich eben vorstellen, Christopher Columbus entdeckt Amerika und das Erste, was er sieht, ist ein Baum. Und da sitzt ein Schaf drauf für die 4 und das Schaf hat jetzt auch noch irgendwie einen Luftballon in der Hand und dann kommt aber der Schwan und zerpickt den Luftballon. Also das wäre jetzt eine längere Geschichte und wenn man in dem Jahrhundert ist, kann man die 14 ja dann noch weglassen und vielleicht sich nur ein Bild für die 9 und die 2 ausdenken und dann kann man sich so zum Beispiel Zahlen oder Geschichtsdaten merken. Aus dem Philosophie, nur um kurz zu erklären. Ja, super, ist mega spannend, ich liebe das, also du kannst ja gerne, das ist mega geil. Ist ganz oft, ich glaube mittlerweile so die Techniken kennen mittlerweile sogar ein paar Leute, aber dieser Transfer, das dann für den eigenen Lernstoff anzuwenden, ist gar nicht so leicht. Und zum Beispiel, genau, bei Platon, da hatte ich so eine Wohnung mir überlegt, also das ist eben auch so eine Grundtechnik, die Routenmethode, die schon über 2000 Jahre alt, die alten Griechen und Römer haben sich dann zum Beispiel in den Säulenhallen, in denen sie gesprochen haben, an jeder Säule ein Bild vorgestellt, das dann ein Thema symbolisiert hat und dann konnten die wirklich stundenlang frei sprechen. Und wir haben natürlich heute keine Säulenhallen, sondern irgendwie können unsere Wohnungen oder Urlaube benutzen oder Wohnungen von Freunden oder die alte Schule oder Museen oder das Elternhaus, um uns so feste Wege zu überlegen, denn diese Wege sind dann quasi das Wissen, das wir schon haben, an das wir dann neue Informationen dranknüpfen können. Und damals bei Platon war es eben die Wohnung eines Freundes, der so ein bisschen Platon-Fan war. Und es ging über das Hauptwerk Die Politeia, da geht es um Gerechtigkeit. Und dann habe ich eben diesen Freund von mir gesehen, wie er mich begrüßt und so die Arme ausbreitet. Und das war das für mich das Zeichen für Gerechtigkeit. Und an seinem Klingelschild stand eben Politeia. Und dann geht man in die Wohnung rein, das war so eine Studentenwohnung, da kommt also direkt die Küche neben der Tür mit so einer Vase, da standen so Kochutensilien drin, so ein Pfannenwender und eine Schöpfkelle und die erste mögliche Definition von Gerechtigkeit in der Politeia ist eben die Rückerstattung von Schuld. Also es heißt, Gerechtigkeit sei die Rückerstattung von Schuld und dann habe ich mir vorgestellt, wie der Pfannenwender den Kochlöffel haut und der zurückschlägt, also die Rückerstattung von Schuld. Und eine andere mögliche Definition wäre dann Recht des Stärkeren. Und dann kam das Spülbecken als sozusagen nächster Routenpunkt und da war dann so eine kleine Espressotasse und eine Milchkaffeetasse, die ich mir vorgestellt habe, die in diesem Spülbecken sind und rechte Stärkere, es gewinnt halt dann doch die kleine Espressotasse, weil da der stärkere Kaffee reinpasst sozusagen. Also und so kann man sich dann eben auch abstrakte Dinge mit so recht einfachen Bildern vorstellen und das funktioniert wirklich, also mit Fakten sowieso, wenn man sich irgendwie die EU-Mitgliedstaaten merken möchte oder alle amerikanischen Länder oder afrikanischen Länder. Da kann man super arbeiten, aber eben auch mit komplexeren Sachen und auch Formeln, Biochemie kann man wirklich alles mit lustigen Geschichten und Bildern tatsächlich verbildlichen, um sich das so einfacher zu merken. Das ist so cool. Also gerade diese Technik, die kannte ich auch, die habe ich damals in Berkeley gelernt. Da hatte ich nämlich auch so einen Rhetorikkurs. Da haben wir die auch gelernt, sozusagen das, was man sagen will, halt wirklich wie auch an so Säulen oder beziehungsweise dann die Fenster in dem Raum zu knüpfen. Und ich habe das später dann auch, wenn ich irgendwie Vorträge früher irgendwie für 1 Stunde oder so gehalten habe, habe ich mir das tatsächlich auch so gemerkt mit meiner Wohnung, also mit meiner eigenen Wohnung. Ne? Man kommt rein, im Flur geht es dann, das ist sozusagen der Beginn von dem Vortrag und mit dem Teppich und hat dann genauso, wie du es gerade erzählt hast, da auch Sachen dran geknüpft. Ich finde das so hilfreich und so cool.
Was ich mich nur frage, ist das auch so ein bisschen ein Training? Also hast du dann auch, fällt es dir mit der Zeit immer leichter, Dinge zu verknüpfen und dann sofort zu denken, okay, ja cool, ich könnte das für das nehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere gerade zuhört und denkt so, okay, krass, diese Verbindung herzustellen ist ja schon mal irgendwie voll der kreative Akt. Hast du da irgendwie so eine Metaebenen-Technik? Weil wird es mit der Zeit, geht es viel, viel schneller. Also ich würde mir jetzt auch denken, wenn mir jemand diese Technik erzählen würde, okay, das hört sich alles ganz so nett und hübsch an, aber das ist ja ein riesiger Umweg. Also warum soll ich mir noch extra was merken sozusagen? Das ist ja super kompliziert. Aber wenn man das mal ausprobiert hat und sieht, wie gut es funktioniert und wie schnell man sich zum Beispiel 20 Wörter merken kann. Also ich halte immer Vorträge und da merke ich mir am Anfang 20 Begriffe, die das Publikum mir sagt und frage dann so, wer glaubt, dass er das in wenigen Minuten auch kann. Und dann geht vielleicht, wenn man Glück hat, so eine Hand hoch. Und dann können es aber alle selber nach ein paar Minuten. Und ich glaube, dass wenn man diesen Lernerfolg mal selber gespürt hat, dann kann man sich vorstellen, okay, das könnte klappen. Denn es geht eben nicht nur mit 20 Begriffen, sondern mit dem bisschen Training oder noch nicht mal Training, sehr schnell auch mit 200 Begriffen, weil die Technik eben nicht auf diesem Auswendiglernen basiert, sondern quasi darauf, dass man sich einen eigenen Film im Kopf macht. Und man stellt sich ja Dinge eben vor, zum Beispiel in seiner Wohnung und muss sich einfach nur dann angucken, was man gesehen hat. Also es ist wirklich so faszinierend. Ich kann mir selber eben auch ohne Technik vielleicht 6 Ziffern merken und mit Hilfe der Techniken dann früher irgendwie 280 Ziffern in 5 Minuten. Der Weltrekord liegt mittlerweile schon bei über 500 Ziffern in 5 Minuten. Also es ist so unfassbar, wozu das menschliche Gehirn in der Lage ist. Und das ist tatsächlich alles nur Training. Also es gibt jetzt, keiner von den Teilnehmern hat irgendwie ein fotografisches Gedächtnis und kann sich alles automatisch lernen. Also es ist wirklich ein Trick, den man dann ganz bewusst anwendet. Und man merkt aber, wenn man das ausprobiert, dass man wirklich ganz schnell Erfolge hat. Und nach so einem Workshop-Tag bei mir sagen auch alle, ey, das geht ja tatsächlich dann richtig, richtig viel schneller schon irgendwie nach ein paar Stunden. Also klar, man muss am Anfang diese Hürde ein bisschen nehmen und sich da mal mit beschäftigen und sich vielleicht ein paar eigene Routen mal überlegen und es ausprobieren, ob das einem liegt. Aber dann profitiert man halt, weil man sich unglaublich viele Fakten halt in kürzester Zeit merken kann. Und gerade wenn man irgendwie große Prüfungen hat und mit viel Lernstoff, dafür ist diese Technik, wenn sie einem Spaß macht, zumindest dann wirklich unschlagbar. Super cool. Du hast ja gerade gesagt, du gibst auch Workshops dazu, ne? Für alle, die jetzt gerade denken, irgendwie, ich will zu Christiane, ich will das lernen. Hast du in der nächsten Zeit irgendwann einen Workshop, wo man hingehen kann? Also öffentlich jetzt gerade haben wir jetzt keinen Termin. Wenn sich jetzt aber natürlich super viele melden würden, dann könnten wir das auf jeden Fall möglich machen. Das kann passieren. Also dann würde man das auf jeden Fall auf meiner Homepage sofort finden, dann in den nächsten paar Wochen. Cool. Und ich plane jetzt auch noch ein bisschen tatsächlich, war das in meinem Leben so, dass ich das eben seit 14 Jahren gemacht habe mit den Workshops und den Vorträgen und dass ich so jetzt die letzten 2 Jahre ein bisschen eine Pause brauchte, ein bisschen weniger gemacht habe. Und jetzt bin ich aber wieder voll motiviert und habe eben gemerkt, dass das Thema tatsächlich noch nicht angekommen ist, da wo ich es gerne hätte, eben, dass wirklich jeder Schüler diese Techniken kennt und möchte jetzt auch podcastmäßig und YouTube-mäßig das tatsächlich nochmal angehen. Ich weiß, ich habe das lange irgendwie nicht gewollt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich glaube, da war so eine innere Sperre. Ich weiß gar nicht. Genau, weil es einfach so mein Leben dann so lange begleitet hat und ich dachte, eigentlich muss ich erstmal weg davon, aber das die ganze Zeit habe ich jetzt wirklich so gut genutzt, dass ich jetzt mega Lust drauf habe, das nochmal ganz neu. Ja, bitte. Ich fänd's super. Lass uns doch mal zurückgehen zu deiner Geschichte. Das heißt, du hast dein Abitur gemacht und hast angefangen zu studieren. Was hast du dann studiert? Ich habe Politikwissenschaften studiert, auch dann in München. Eigentlich war das erstmal nur so eine Schnapsidee, um zu gucken, was ich wirklich machen möchte, weil Politik ja wirklich sehr breit gefächert ist. Ich hatte auch noch einen Studienplatz für Kommunikationswissenschaften in Berlin, aber dann war das damals einfach alles mit 16 noch so aufregend. Ich hatte einen Buchvertrag, habe damals mein erstes Buch geschrieben und wusste, jetzt nimmst du dir erstmal so ein bisschen Zeit, um so Dinge zu machen, die du gerne machen möchtest. Ich wollte damals auch dann eigentlich auch mich schon auf einer Schauspielschule, auf einer staatlichen Schauspielschule bewerben und es sind so ganz viele Sachen passiert, genau auch mit den Vorträgen hat es damals angefangen, auch über das Buch, dass ich erstmal angefangen habe, in Buchhandlungen Lesungen quasi zu halten und dann ist das eben so zur Vortragstätigkeit ausgeweitet worden, ganz automatisch, ohne dass ich das eigentlich geplant hatte. Dann ist mir auch noch wieder oft irgendwie das Leben dazwischen gekommen, dass ich ganz lange noch, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich habe Arthrose im Kiefergelenk und musste ganz viele Jahre Schienen und feste Zahnbürsten
Zahnspangen tragen und mir dann auch nochmal einen Kiefer brechen lassen, also das halbe Gesicht brechen lassen, weshalb ich dann ein halbes Jahr komplett ausgenockt war. Also ich sah wirklich ein halbes Jahr aus wie so ein Riesenfußball und grün und blau. Aber das war tatsächlich immer im Nachhinein das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich dann, wenn man so ein halbes Jahr wirklich nur zu Hause bei den Eltern abhängt und wartet, bis es besser wird, hat man sehr viel Zeit nachzudenken. Nicht nur Zeit, um Serien zu gucken, sondern auch Zeit, um nachzudenken. Und damals ist mir dann wieder bewusst geworden, also das mit dem Studium war total toll mit den Politikwissenschaften, vor allem, weil ich da das erste Mal auch so diese Techniken nochmal in extremer Form zum Lernen angewendet habe und festgestellt habe, okay, das funktioniert wirklich unfassbar gut. Aber ich habe auch gemerkt, dass mir so ein bisschen was fehlt, was ich eben als Kind so geliebt habe, eben das Tanzen, die Schauspielerei. Und dadurch ist mir aufgefallen, okay, ich habe jetzt gleich mein Diplom, aber ich muss jetzt nochmal irgendwie ein paar Schritte zurückgehen zu meinen Kindheitsträumen und habe dann tatsächlich mich bei so einem Musical-Workshop, erstmal nur habe ich den gemacht, um rauszufinden, ob ich jetzt eine Tanzausbildung oder eine Schauspielausbildung anfangen möchte. Und das konnte man aber auch als Aufnahmeprüfung werten lassen, diesen 2-Tages-Workshop. Und schwuppdiwupps hatte ich dann eine Zusage für eine Musical-Ausbildung und dachte, okay, vielleicht machst du das jetzt einfach ein Jahr, da hat man Singen, Tanzen und Schauspiel getrennt voneinander, hat auch im ersten Jahr noch nichts mit Musical zu tun, man kann machen, was man will. Und dann dachte ich, okay, machst jetzt vielleicht ein Jahr diese künstlerische Ebene und dann bist du wieder glücklich. Genau, dann kam aber auch eine Sendung, die ich moderiert habe dazwischen auf ZDF Neo mit dem großartigen Lutz van der Horst, den man vielleicht aus der Heute-Show kennt. Da hatten wir eine Sendung, wie werd ich, wo wir rausgefunden haben, wie wir mächtig werden, wie wir genialer werden, wie wir sterblich werden. Das war natürlich dann auch total toll, dass wir da so viele Möglichkeiten hatten. Und ich war immer eigentlich auch schon moderieren wollte und das dann eben durch Zufall tatsächlich wieder mal so in mein Leben kam. Ja, und dann habe ich gemerkt, diese Schauspielerei fehlt mir noch total und habe jetzt dann eben eine Schauspielausbildung angefangen. Und das alles, ich hätte wahrscheinlich noch 10 Jahre hätte das gebraucht, wenn das mit dieser Kiefergeschichte nicht gewesen wäre, bis ich auf die Idee gekommen wäre, dass noch irgendwas ganz Essentielles in meinem Leben fehlt. Deswegen bin ich dafür total dankbar, dass es zumindest so ein bisschen eine Abkürzung war. Das ist spannend, gell? Wie manchmal so die Dinge, wo man erstmal denkt, so, oh nein, warum passiert mir das jetzt? Dass das häufig so die wichtigsten Momente sind, die einem so dabei helfen, nochmal Klarheit zu finden für den eigenen Weg. Total, es ist so ein bisschen klischeehaft und ich frage mich auch manchmal, ob unser Gehirn uns dann irgendwie so einen Trick oder einen kleinen Streich spielt, indem man alles, was negativ ist, im Nachhinein total positiv ist. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass dich das eben auch diese einschneidenden, vielleicht auch negativen Erlebnisse dann so prägen, dass sie dir am Ende dass du immer am Ende auch was Positives vielleicht sehen kannst. Also nicht bei allem natürlich, aber ganz oft ist es dann so, dass es dir zumindest einen Hinweis gibt, wo dein Weg noch hinführen muss. Ja. Was glaubst du im Moment, wo dein Weg hinführt? Also wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg und mein Weg wird, glaube ich, so, wenn es nach meinen Träumen ablaufen würde, tatsächlich so sein, dass ich eben all diese vielen Dinge, die ich schon gemacht habe, gleichzeitig weitermachen kann. Also ich liebe es, zu spielen und zu schauspielen. Also das ist natürlich die erste Herausforderung, das doch ein bisschen jetzt mal professioneller anzugehen. Ich habe jetzt eben diese Ausbildung gemacht und muss mich jetzt nochmal um mein Demoband kümmern und da ein bisschen gucken, wo ich Möglichkeiten habe zu spielen. Aber das wird auf jeden Fall in meinem Leben bleiben, wie auch immer das geartet sein wird. Und natürlich möchte ich noch weiter Bücher schreiben. Das macht mich auch total glücklich und das macht mich dann eben auch so glücklich, dass eben dann 3 Monate bis ein halben Jahr mich da komplett in Thema eintauchen zu können und dann aber auch wieder die Pause zu haben und zu sagen, okay, und jetzt halte ich wieder Vorträge oder jetzt moderiere ich mal die Veranstaltung und dann vielleicht kommt da noch eine Sendung. Also diese Vielfalt ist hoffentlich der Weg, den ich weitergehen darf. Du bist also auch so sehr so ein Scanner-Typ, ne? Also so viele unterschiedliche Sachen ausprobieren und machen. Ja, total. Also das ist wirklich was mich ganz glücklich macht, diese Unterschiede ab und zu haben. Ja. Kenn ich. Du hast ja gerade auch ein neues Buch veröffentlicht, Deine bessere Hälfte, wo es um Rechts- und Linkshänder geht, was ich auch ein sehr spannendes Thema finde, weil ich bin zum Beispiel Linkshänderin und allein dadurch kommt man sich ja dann manchmal in der Schule schon ein bisschen wie ein Idiot vor, weil man nicht richtig schreiben kann oder es einfach schwieriger ist. Magst du mal so ein bisschen so einen Einblick darin geben, was dich inspiriert hat, das Buch zu schreiben und worum es geht? Ja, total gerne. Aber fallen dir denn so Sachen ein, tatsächlich jetzt auch im Alltag, die für dich irgendwie komplizierter sind oder
gefühlt anders, weil du Linkshänderin bist? Ja, schneiden. Oft sind Scheren für Rechtshänder ausgelegt und man schneidet dann immer so, als wäre man einfach irgendwie ein bisschen bescheuert und kriegt es nicht aber so richtig hin. Du nimmst eine Rechtshänderschere quasi in der linken Hand und hast eine Technik entwickelt, wie du die trotzdem benutzen kannst. Ja, genau. Ansonsten, ich meine, irgendwann ist es ja das Normalste für einen, dass man halt irgendwie, also was für mich zum Beispiel oft blöd ist, dass Bücher links gebunden sind oft, also auch so College-Blöcke und all solche Sachen. Und das ist natürlich für mich viel cooler wäre, wenn sie rechts gebunden wären, weil meine Hand ja links liegt. Genau. So, also das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir im Alltag manchmal denke, das wäre cooler, wenn es jetzt andersrum wäre, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also es gibt ja so Linkshänderblöcke mittlerweile, ja, oder die genau, Spirale oben haben. Also man kann sich da mittlerweile ganz gut drum kümmern. Genau, aber das fand ich eigentlich das Faszinierendste an dem Thema, dass also ich bin Rechtshänderin und dass einem das im Alltag dann natürlich null auffällt, weil wir einfach in dieser Rechtshänderwelt leben und so Kleinigkeiten, dass man als Linkshänder natürlich so immer ein bisschen übergreift oder dass man es immer sich so ein bisschen falsch anfühlt, in manchen Situationen zumindest. Oder wenn man Stifte in der Hand hat, ist das Branding, also wenn man jetzt einen Textmarker an der Hand hat, dann ist der immer auf dem Kopf zum Beispiel. Ist mir dafür auch noch nie aufgefallen. Also dass es immer so ein bisschen so ist. Oder die Tasse, wenn man einen Cappuccino bekommt und da ist irgendwie so ein Herz drauf gemalt und man hält es in der linken Hand, dann ist das Herz natürlich auf dem Kopf. Also das sind so Kleinigkeiten, die mir davor gar nicht bewusst waren. Und ich bin auf das Thema gekommen durch eine Freundin, Antje Tiefenthal, die ist Journalistin und sie ist Linkshänderin und sie hat einen Sohn, der jetzt in der 2. Klasse damals noch war und er hat mit rechts dann schreiben gelernt, aber eben Buch wie ein Linkshänder geblättert, weil Linkshänder lesen auch oder blättern eben auch ein bisschen anders. Also am liebsten, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber zumindest viele würden eigentlich lieber ein Buch so von hinten anschauen oder eine Zeitschrift und blättern mit links und fangen von hinten an. Und die viele linkshändige Kinder haben am Anfang eben auch Schwierigkeiten mit dem Lesen, dass sie lieber einfach die Blickrichtung von rechts nach links hätten und dann eben Wörter auch andersrum lesen. Also statt mit würden sie dann Tim lesen, weil sie einfach von hinten anfangen, weil das ihre Blickrichtung ist. Und dann, das muss man aber einfach nur wissen als Eltern, dass das Kind eben nicht doof ist, sondern einfach nur, dass Linkshänder so ein bisschen andere Blickrichtung oder Vorlieben haben und dass man da einfach nur Geduld haben muss und dass es sich dann von ganz alleine eben auch lösen kann. Aber viel über das Thema ist eben auch nicht allen Lehrern bekannt und da ist uns dann aufgefallen, als meine Freundin nach Literatur gesucht hat, dass es irgendwie kein Buch gibt, was sie befriedigt oder was auch Rechts- und Linkshänder, was beide Seiten sozusagen mit einschließt. Und da gab es dann so viele Felder, die uns interessiert haben. Also davon auch, dass es in der Tierwelt irgendwie auch Linkshänder gibt. Zum Beispiel Kängurus sind tendenziell eher Linkspfote, also die Mehrheit boxt lieber mit der linken Pfote. Da muss man also aufpassen, wenn man mal mit einem Känguru irgendwie einen kleinen Zwist hat, immer schön auf den linken Haken achten. Genau, und das war irgendwie, oder so, es gibt auch so, das ist ganz süß, Schnecken, irgendwie eine von 10.000 Schnecken, da ist das Haus nur ein linksdrehendes Haus und deswegen gibt es auch so wenige Schnecken, weil der Paarungsakt sich dann so schwierig gestaltet, wenn man rechts und linksdrehendes Haus zusammenfindet. Also das ist einfach, da gibt es so viele spannende Sachen, angefangen eben von der Kindheit, dass eben viele Linkshänder tatsächlich ja lange Zeit auch umgeschult worden sind, also bis in die 80er, 90er Jahre, also eher 80er war es ja gang und gäbe, dass man tatsächlich teils mit rabiaten Methoden noch gezwungen wurde, mit der rechten Hand zu schreiben. Und dass viele vielleicht gar nicht wissen, die umgeschult worden sind, dass das halt fatale Auswirkungen haben kann. Also von angefangen irgendwie, dass man sich grobmotorisch fühlt, klar, weil man eben nicht mit der Hand arbeitet, die für einen gemacht ist. Weil wir sind von Geburt an entweder Rechts- und Linkshänder, also es ist wirklich angelegt. Man weiß zwar noch nicht genau, warum das passiert, aber es ist tatsächlich so. Und das kann eben von jetzt falscher Stifthaltung oder falscher Schreibhaltung über Nackenproblemen und Kopfschmerzen bis zu Depressionen führen oder immer das Gefühl zu haben, dass obwohl man sich anstrengt, nicht das zu erreichen, was man gerne erreichen würde, weil man so quasi immer so ein kleines Durcheinander oder einen Knoten im Kopf hat. Und das fand ich einfach so wahnsinnig, dass man darüber so wenig weiß. Und dass es tatsächlich Händigkeitsberater gibt, die die Händigkeit bestimmen können und dass es in extremen Fällen auch die Möglichkeit gibt, sich zurückschulen zu lassen. Das fand ich einfach Wahnsinn, dass es in unserer Gesellschaft eigentlich über so Linkshänder, dass das einfach bisher so quasi keine Rolle spielt, wenn man eben nicht selber betroffen ist oder jemanden kennt, der Linkshänder ist. Und klar, so, also das ist ja auch jetzt nicht so, dass Linkshänder sich jetzt beschweren würden, weil irgendwie alles doof ist. Die sind ja perfekt darin, sich anzupassen und unser Gehirn kann das ja auch. Aber trotzdem finde ich das
manchmal so faszinierend, dass irgendetwas, was da ist, was man aber nicht sieht. Und dieser Perspektivwechsel, was für Welten aufgehen können, wenn man irgendwie mit einem anderen Blick drauf schaut, fand ich ganz spannend. Ja, ist mega spannend. Also ist auch witzigerweise in meinem Leben irgendwie immer so ein spannendes Thema gewesen. Also meine Eltern sind zum Beispiel auch beide Linkshänder, beide umgeschult worden. Und ja, ich fand das immer so gemein als Kind, so die Vorstellung, dass man gezwungen wird, mit rechts zu schreiben, wenn man ja eigentlich mit links schreibt. Aber ja, es ist ein super spannendes Thema. Also für alle Eltern, glaube ich, auch da ein guter Buchtipp, Deine bessere Hälfte, da mal reinzuschauen. Und ich würde aber super gerne auch noch auf dein anderes Buch kurz eingehen. Ja, und zwar Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt, was ich so gefeiert habe. Also erstmal mega cool geschrieben, wo du ja auch so diese Lerntechnik quasi mit den Bildern in dem Buch ja auch schon anwendest, damit man sich die Dinge besser merken kann mit dem Aquarium und den Fischen und so. Was ich super die coole Idee fand, also das direkt auch so anzuwenden. Du bist ja dadurch schon auch so ein bisschen eine Expertin für das ganze Thema Gedächtnis und Gehirn und die Fähigkeit von unserem Gehirn. Was fasziniert dich am meisten an unserem Gehirn? Gibt es irgendwas, wo du einfach denkst, boah, das ist so cool, das ist so krass, unser Gehirn? Ja, da gibt es so Unmengen, aber was ich tatsächlich jetzt so spontan, was mir einfällt, was ich immer noch so irre finde, dass unsere ganzen Gedanken ja dadurch entstehen, dass wir da quasi so ein Chemie- und Elektrobaukasten im Kopf haben, und das aber uns ermöglicht, dann Gedanken und Bewusstsein und Gefühle zu erleben. Das finde ich eigentlich immer noch unfassbar. Also wie dann aus dieser Materie unser Bewusstsein und ein Ich entstehen kann. Das fand ich immer so wow. Und einfach, dass ein gewisser Gedanke einfach so ein ganz bestimmtes Aktivitätsmuster im Gehirn ist. Also wir haben ja über 80 Milliarden Gehirnzellen im Kopf, und jede Gehirnzelle kann alleine 10.000 Verknüpfungen mit anderen Gehirnzellen eingehen. Das ist ein bisschen so ein neuronales Facebook, kann man sich vorstellen. Und das ein Aktivitätsmuster, also ein ganz genaues Muster, welche Gehirnzellen dann gerade aktiv sind und wild feuern, dann unseren Gedanken an Zimt ermöglichen oder wir Zimt riechen können. Das finde ich einfach immer noch irre. Ich finde es unglaublich, was das für ein Gerät ist in unserem Kopf. Hast du irgendwie einen Tipp, wie wir unser Gehirn besser benutzen können oder wie wir vielleicht unsere Gedanken, also weil am Ende, wir sind, was wir denken, ja, und unsere Gedanken erschaffen einfach auch unsere Realität und bei vielen Menschen, würde ich sagen, machen die Gedanken so ein bisschen, was sie wollen und manchmal sind sie auch nicht unbedingt positiv, sondern sabotieren uns auch auf eine bestimmte Art und Weise, halten uns klein, machen uns Angst. Hast du einen Tipp oder auch aus deiner eigenen Erfahrung, wie wir unser Gehirn noch mehr zu unserem Freund machen können oder zu unserem Partner, zu jemandem, der uns wirklich stärkt, sodass wir dieses ganze Potenzial wirklich bewusster nutzen können? Ja, also ich glaube, da ist ein erster Schritt tatsächlich einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie unser Gehirn funktioniert, warum wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Also unser Gehirn ist ja einfach dazu da, eigentlich uns erstmal natürlich am Leben zu erhalten und möglichst wenig Energie zu brauchen. Deswegen passiert das ja auch oft so, dass man eigentlich für eine Prüfung lernen müsste und das auch weiß und das logisch erklären kann, warum das jetzt das Beste wäre und man trotzdem sich entscheidet, in den Biergarten zu gehen. Also von den einfachen Dingen, also warum unser Gehirn manchmal so faul ist und so wie so ein kleiner Hund, der eigentlich am liebsten das macht, was er halt machen möchte und nicht das, was er manchmal tun soll. Genau, und Bewusstsein zu schaffen und tatsächlich zu wissen, warum unser Gehirn eben manchmal auch so sabotagemäßig unterwegs ist und warum wir so Glaubenssätze in uns haben, die vielleicht aus irgendeinem dummen Moment entstanden sind, wo irgendeiner was Dummes gesagt hat, das vielleicht auch gar nicht so gemeint hat und das bei einem aber irgendwie so eine tiefe Kerbe hinterlassen hat. Also dass man einfach ein Bewusstsein für viele Dinge schafft, was man natürlich durch Nachdenken, durch Aufschreiben schafft, durch Meditation. Das fand ich wahrscheinlich damals bei dem Buch Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt mein krassestes Aha-Erlebnis hatte, als ich im Zug saß und darüber gelesen habe, eben, dass es diese zwei verschiedene Bewusstseinszustände gibt. Also einmal diese kreisenden Gedanken, diese Gedankenschleifen, die man hat, also dass man irgendwie unterwegs ist und denkt, was muss ich zu essen kochen und das führt dann, Anna muss ich noch schreiben und wie war das eigentlich damals dann, also diese kreisenden Gedanken, die man hat, oder das quasi diesen Moment zu leben und im Hier und Jetzt zu sein und sich zu spüren. Also das ist ja immer die Möglichkeit, sich ins Hier und Jetzt zu
oder in diesen aktiven Jetzt-Zustand zu katapultieren, dass man eben sich auf seine Sinne konzentriert, also zu gucken, was nehme ich wahr, was spüre ich gerade, was höre ich gerade, was rieche ich gerade. Das ist eben dieser Trick, sich ins Hier und Jetzt zu katapultieren und nicht irgendwie sonst wo zu hängen oder in negativen Gedankenschleifen festzustecken. Also dieses Bewusstsein für das Ich, für unsere Bewusstseinszustände zu schaffen und mit dem Meditieren sich einfach klar zu machen, wie wahnsinnig das ist eigentlich, dass unser Gehirn wirklich immer von einem zum anderen Gedanken springt und da manchmal wirklich kreuz und quere Wege nimmt und dass man aber durch Meditation zum Beispiel in der Lage ist, eigentlich alles zu ordnen oder zumindest so wie ein Zug alle Güterwaggons nicht vorbei rasen zu lassen, sondern sie bewusst kurz anzugucken und zu merken, was eigentlich da ist. Also das war für mich damals das Faszinierende, mich tatsächlich mit dem Thema Meditation auseinanderzusetzen. Und da hat auch wirklich so ein 5-Tages-Workshop gereicht, um mein Leben damals komplett zu verändern. Weil ich war damals tatsächlich, hatte super viel zu tun, habe nebenbei moderiert, das Buch geschrieben und da war immer sowas viel los. Ich war immer zu spät dran. Und nach diesen 5 Tagen Meditationsworkshop war ich erstmal in der Lage, bei so einem anderen Abend Zen-Meditation irgendwie 1,5 Stunden zu meditieren, was ich davor einfach nie ausgehalten hätte. Also ich hätte nach 6 Minuten gesagt, so, das war jetzt nett, aber kann ich jetzt bitte aufstehen und was Lustiges machen? Und ich hatte dann auf einmal überhaupt keinen Stress mehr. Also in stressigen Situationen hatte ich ganz klare Gedanken, wusste, was zu tun ist und habe diesen Panikschleife bin ich irgendwie nicht mehr gekommen. Und das war wirklich total irre zu erleben, dass man auch quasi sein Zeitempfinden dadurch komplett verändern kann. Also wir nehmen ja Zeit eben auch immer ganz unterschiedlich wahr und das fand ich wirklich ganz irre, das zu entdecken. Also ist auf jeden Fall natürlich, auch wenn es jetzt gerade so Mode ist mit Meditation und Yoga, aber das sind einfach Dinge, wo man sich auf sich konzentrieren muss, wo man sich selbst auch nicht ausweichen kann, wo man sich nicht ablenken kann von sich selber. Ich glaube, das ist der Anfang. Also zum einen zu wissen, wie unser Gehirn so ein bisschen funktioniert, plus das eben selber zu erleben und zu erfahren. Das sind, glaube ich, schon mal gute Ansätze, um eventuell Dinge zu erkennen, also auch Bewusstsein dafür zu bekommen, wenn man in Gedankenschleifen festhängt oder was für Gedanken das sind, die einen runterziehen. Und es ist ja ganz oft so, dass wir anderen Leuten immer super Ratschläge geben können, weil wir es von außen irgendwie betrachten können und man selber aber dann das bei sich eben nicht sehen kann, weil man eben zu sehr subjektiv da irgendwie in der ganzen Chose mit drin hängt und diese Klarheit nicht mehr hat oft. Genau. Ich bin da komplett bei dir. Also Meditation hat da ja auch mein Leben absolut verändert, weil ich mit meinen Gedanken auch echt lange Zeit nicht klargekommen bin. Und das erste Mal so diese Erfahrung war von, wow, ich bin ja auch gar nicht meine Gedanken, sondern ich kann sie einfach wahrnehmen. Ich kann trotzdem ganz ruhig bleiben, egal was da gerade passiert. Und was das auch einfach für eine Auswirkung auf das Nervensystem hat, war für mich, also was das körperlich einfach auch macht, war für mich so faszinierend. Ja, also total. Das ist auf jeden Fall wirklich der Anfang. Entschuldigung. Nee. Also okay. Ich habe nur eine Frage noch zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem kleinen Hund, dass das Gehirn wie so ein kleiner Hund ist, wie so ein Welpe, der am liebsten irgendwie die ganze Zeit nur rumlaufen möchte und irgendwie so ein bisschen tapsig ist. Wie gehst du denn ganz konkret damit um, wenn das Gehirn dir suggeriert, ach Christiane, so brauchst du doch alles nicht machen, chill dich, geh in den Biergarten, iss ein Eis, so das Buch kannst du auch morgen schreiben. Wie gehst du damit um? Was machst du dann? Also ich habe tatsächlich dann so Techniken für mich kennengelernt, wie ich mich da überlisten kann. Denn im Grunde genommen ist das, was alles lösen kann, erstmal anzufangen. Weil das ist so, also mein größtes Problem ist immer, dass ich teilweise dann so, dass die Projekte oder Dinge, die zu tun sind, sich in meinem Kopf so zu Ungetümern aufhalten und ich denen versuche auszuweichen. Aber wenn man mal anfängt, merkt man, eigentlich ist es ja überhaupt gar nicht schlimm. Also da spielt einem das Gehirn irgendwie so einen Streich, dass das Dinge irgendwie schlimmer macht, als sie sind. Und da gibt's so eine Technik, die heißt Pomodoro-Technik. Die hat ein Italiener erfunden, der hatte eine Küchenuhr in Form einer Tomate. Deswegen Pomodoro-Technik und die geht so ganz simpel. Man stellt einfach seinen Timer oder auch seine Küchenuhr, wenn man Lust hat, auf 25 Minuten und in diesen 25 Minuten darf man sich eben nur auf das Projekt, was man jetzt angehen möchte, konzentrieren und darf sich nicht ablenken lassen, was also auch bedeutet, eventuell das Handy auf lautlos oder in Flugmodus zu schalten
im Großen, wenn man wirklich internetsüchtig ist, auch kurz mal das WLAN auszumachen für 25 Minuten. Und wenn man was nachschauen muss, dann einfach ganz gezielt es anmacht, etwas nachschaut und dann wieder zurückkehrt, weil das kennt man ja vielleicht auch, dass man irgendwie nur mal ganz kurz während der Arbeit was nachschlagen möchte und 2,5 Stunden später bin ich auf der 37. Seite bei dem 67. Artikel und ist aber gar nicht mehr da, wo man eigentlich gerade sein wollte. Und diese Technik mit diesen 25 Minuten kann man dann 3-mal wiederholen. Nach 25 Minuten ist immer 5 Minuten Pause, dann kommt die nächste Einheit sozusagen. Und das ist aber ganz gut für den kleinen Welpen in unserem Kopf, weil der denkt sich, okay, 25 Minuten ist jetzt so eine Zeit, die können wir da mal dafür irgendwie investieren. Ne? Das ist jetzt nicht, ich muss jetzt nicht 2 Stunden irgendwie hart arbeiten, sondern 25 Minuten, dann habe ich wieder 5 Minuten Pause, da darf ich wieder Quatsch machen. Und dann stellt man auch erstmal fest, was man alles in 25 Minuten alles erreichen kann, wenn man nicht abgelenkt wird und nicht aufs Handy und nicht E-Mails macht und nicht immer unterbrochen wird. Das fand ich für mich eine super Technik und deswegen, wenn ich jetzt irgendwie Aufgaben habe, ist es ein leichtes für mich, das da so mit den Einstieg zu finden. Cool. Und, genau, das mache ich dann immer so und dann, wenn man mal drin ist, macht es ja eigentlich auch, das ist ja das Faszinierende, Spaß. Dass jede Aufgabe, auch wenn es noch so doof ist, tatsächlich irgendwann Spaß bringt oder man so einen kleinen Flow entwickelt, ob das jetzt Sortieren ist oder Ordnen von Rechnungen oder langweilige Steuersachen, aber tatsächlich selbst beim Steuerrecht konnte ich mich mal kurzzeitig dafür begeistern. Da arbeite ich noch dran. Dabei habe ich dann jetzt auch Gott sei Dank wieder outgesourced. Selbstverwaltungsrecht habe ich damals geschafft. Im Studium musste ich in die mündliche Prüfung und selbst dafür konnte ich kurzzeitig Begeisterung entwickeln, auch wenn ich wusste, dass das nur von kurzer Dauer sein wird, aber selbst das war dann spannend. Cool. Ja, danke für den Tipp. Also das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ich kenne das nur auch so gut, weil ich schreibe gerade auch an meinem 2. Buch und finde gerade sehr viele Sachen immer, die viel wichtiger sind. Genau. Immer noch gucken, was im Kühlschrank ist. Also da ist ja unser Gehirn sehr gut. Sehr kreativ. Zu finden, genau. Aber es gibt auch noch eine lustige Technik, dass man sich quasi also clever aufschieben, dass man sich immer noch was Schlimmeres sucht, was man tun muss. Dass dann weil der weniger wichtige Punkt, ne, wenn man weiß, okay, man muss ein Buch schreiben, dann macht man aber eine To-Do-Liste mit diesen allen nicht so wichtigen Sachen und die arbeiten sich auf einmal spielend leicht ab, weil da oben sowas Schweres hängt. Wenn man jetzt was noch Schwereres dahin packt sozusagen, dann ist auch das da drunter wieder ein bisschen leichter Geil. leichter zu schaffen. Da kann man sich ein bisschen auflisten. Und auch noch so ein schöner Tipp, wenn man mal einen Motivationsschub braucht, weil man so gar nicht drin ist, einfach am Abend schon eine To-Do-Liste schreiben, so von wegen also nicht nochmal auf Snooze drücken, nicht nochmal umdrehen, aufstehen, vielleicht Frühstück machen und Kaffee aufsetzen. Und dann kann man nämlich, wenn man diese Punkte schon abgearbeitet hat, irgendwie am Frühstückstisch sitzen. Man hat gerade erst einen Kaffee in der Hand wahrscheinlich und ein Frühstücksei vor der Nase, aber man fühlt sich trotzdem schon wie die produktivste Sau der Welt und hat dann so einen Schwung, dass man einfach schon im Abarbeiten und Abhaken drin ist, dass man diese positive Energie dann für den Tag hat. Sehr cool. Danke dir. Ich habe in meinem Podcast immer Fragen, die ich jedem Gast stelle am Ende. Und die würde ich dir auch gerne stellen. Und die erste Frage ist sozusagen die Vorfrage für die zweite Frage. Und die erste Frage ist, wie alt möchtest du gerne werden in deinem Leben? Also spontan hätte ich jetzt gesagt 100, aber Gott, wahrscheinlich könnte das Realität werden, wenn sich das alles so weiterentwickelt oder sogar noch älter. Wenn es früher wird, wäre es auch nicht schlimm, ne? Das ist dann einfach so. Okay, cool. Also wir stellen uns vor, du bist jetzt 100 Jahre alt, du hattest ein wunderschönes, perfektes Leben, hast wirklich alles gemacht, was du gerne magst, du hast geschauspielert, du hast getanzt, du hast diese ganzen Gedächtnistechniken in die Welt gebracht und hast dich komplett ausgetobt, hast noch ganz viele Bücher geschrieben. Es gab jetzt aber leider ein technisches Problem und zwar wurden alle Videos, alle Aufzeichnungen von dir, alle Bücher, das ist alles gelöscht, ja. Also es gibt leider nichts mehr von dir, was man irgendwo nachlesen könnte. Und jetzt ist aber leider der letzte Tag von deinem Leben. Das heißt, du hattest jetzt nicht die Zeit, alles nochmal zu reproduzieren. Und ich würde jetzt aber zu dir kommen und würde sagen, du Christiane, es tut mir mega leid, alles gelöscht. Aber ich habe hier einen weißen Zettel und einen Stift und du kannst jetzt auf diesen Zettel die 3 Weisheiten schreiben. Wenn sonst nichts in der Welt von dir an deiner Weisheit übrig geblieben wäre, was würdest du wollen, dass die Welt sich erinnert? Was würdest du aufschreiben? An Weisheiten, also Sachen, die ich mitgeben möchte. Ja.
Ja, also es habe ich neulich, es ist nur so ein Satz, das ist jetzt nicht von mir, das ist aus Shakespeare Sommernachtstraum, der heißt, sei wie du gewesen bist. Das ist irgendwie jetzt gar nicht so ein krasser Satz, aber dass man sich an das erinnert, was man so von Herzen immer wollte, dass man das nicht vergisst, weil man das Gefühl hat, dass man am leichtesten tatsächlich seine größten Wünsche und Träume vergessen kann. Also erinnere dich genau an das, was du als Kind warst, um zu wissen, ob du den richtigen Weg noch hast. Aber ich meine, muss nicht sein, auch um festzustellen, okay, als Kind wollte ich Lokomotivführer werden, das möchte ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber irgendwas, genau, erinnere dich, was du machen wolltest, um kurz einen Check zu haben, ob du auf dem richtigen Weg bist. Dann natürlich vertraue deinen Bildern und deinen Geschichten, also vertraue auf dich, vertraue dir. Und das Dritte wäre auf jeden Fall irgendwie, vergiss nicht zu lachen. Also ja. Schön. Vergiss nicht zu lachen. Wunderschön. Danke fürs Teilen. Richtig schön. Gibt es ein Buch, was dich in deinem Leben besonders beeinflusst hat, was dir geholfen hat, was dir vielleicht Hoffnung geschenkt hat? Gibt es irgendein Buch, was du gerne empfehlen würdest? Natürlich alle meine Bücher, nein. Es gibt tatsächlich, es gibt ein Buch, das ich gerade gelesen habe, und zwar zum einen, also war jetzt, was mich tatsächlich einfach nur zum Lachen gebracht hat, das ist von Joachim Meyerhoff, diese entsetzliche Lücke, da geht es aber auch um Schauspielerei und um seine Großeltern, die er wirklich so zauberhaft beschreibt. Da denke ich, okay, wenn man das so leben kann, dann ist es ein Traum. Dann ist es tatsächlich, gibt es ein Buch von, das hat mich als letztes total berührt, Mark Manson. Der ist, glaube ich, mittlerweile auch auf Deutsch. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber auf Deutsch heißt es die subtile Kunst des darauf Scheißens. Genau, im Englischen ist es the subtle art of not giving, genau. Aber das war toll, weil er es ganz zauberhaft schafft, in Geschichten zu erklären, was wichtig im Leben ist und dass man nichts probieren soll, was einem tatsächlich nicht richtig liegt, und dass man sich überlegen soll, wofür bist du bereit zu leiden, und noch viel mehr schlaue Sachen. Wunderschön. Gab es mal in deinem Leben einen Ratschlag, den du bekommen hast, der dir wirklich geholfen hat auf deinem Weg? Und wenn ja, welcher? Also das ist jetzt nichts, was mich jetzt täglich begleitet oder so, aber ich habe die Geschichte neulich einem Freund erzählt wieder, weil ich sie dann auch fast vergessen hatte, aber das war was mich jetzt von einem Menschen geprägt hat, der was zu mir gesagt hat. Das war damals, war ich bei Günther Jauchs Grip-Show zu Gast, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Samstagabend-Sendung, Live-Sendung war, auf jeden Fall durfte ich damals Habe trainieren, und der hat zu mir gesagt, ey, Christiane, hast du mal überlegt, zum Fernsehen zu gehen? Und das war damals so magisch, dass mich das einfach nur so jetzt, dass mir das zumindest gerade im Moment spontan einfällt. Ach, so schön. Ist schön, oder? Wenn Menschen sowas in einem sehen und einem das dann auch sagen. Ich finde, das ist sowas, was man daraus auch immer mitnehmen kann, dass man selber auch immer daran denkt, wenn man was in jemandem sieht, es der Person zu sagen. Ja, total. Ja, mega schön. Ach, Christiane, das hat Spaß gemacht. Ich danke dir von Herzen für dieses super coole Gespräch. Wo können die Menschen dich finden? Alle, die jetzt denken, ich will mehr von Christiane. Wo kommt man am besten mit dir in Kontakt? Tatsächlich auf den ganz gerade klassischen Medien wie Facebook oder Instagram. Da bin ich zu finden, und hoffentlich vielleicht eben auch in Zukunft bei YouTube. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Genau. Super cool. Und für alle, die jetzt wirklich gerade Interesse daran hätten, bei dir einen Workshop zu machen, sollen die dir eine E-Mail schreiben? Wie soll das am besten ablaufen? Ja, genau. Also entweder gerne einfach melden auf Facebook, Instagram, oder gerne auch eine E-Mail an info@christianestenger.de. Sonst findet man genau die Adresse auch auf meiner Homepage. Ja, super. Genau. Die werden dir die Hütte einrennen. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch, für all dein Wissen, deine Inspiration und ja, für dieses wunderschön besondere Wesen, was du hast und was du gerade mit uns geteilt hast. Und das ist einfach echt super cool, wie du
durch das, was dich irgendwie so geprägt hat, heute so viel anderen Menschen da was mitgeben kannst. Und ich finde es total inspirierend und bin mega dankbar, dass wir diese Stunde miteinander hatten. Ich danke dir. Das war sehr, sehr schön. Ich danke dir. Für dich. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview so gut gefallen hat wie mir und dass du auch ganz viel Inspiration für dich mitnehmen konntest. Wie gesagt, alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Connecte dich gerne mit Christiane, sie freut sich von dir zu hören. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich ab jetzt auch auf die Warteliste setzen, schreiben für das Higher Self Home. Das ist ein neues Projekt, mein neues Herzensprojekt, was im Juni startet. Und wenn du im Juni dabei sein möchtest, ich verrate noch nicht genau, was es ist. Wenn du im Juni dabei sein möchtest, kannst du dich jetzt auf die Warteliste eintragen und bekommst dann auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2 Wochen Bescheid, worum es geht. Und und dann kannst du dich anmelden, wenn du gerne möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei sein wirst. Es ist ein wunderschönes neues Projekt, was wir starten, und ich bin schon ganz aufgeregt. Also wenn du dabei sein möchtest, dann trag dich gerne ein. Und ansonsten wie immer der Spiritual Sunday jeden Sonntagmorgen, mein Webinar, die Rise Up and Shine University. Wenn du wirklich einfach alles vertiefen möchtest, was du hier im Podcast lernst, kann ich dir nur von Herzen empfehlen. Und am meisten freue ich mich natürlich auch, wenn du bei mir wieder bei Instagram vorbeischaust, Sprachfehler, @LauraMalina_Seiler, und mir als Kommentar hinterlässt, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast, was du vielleicht auch für Techniken hast, um die Dinge besser zu merken, um dich besser konzentrieren zu können. Und ja, ich freue mich einfach immer über deine Gedanken, über den Austausch auf Instagram, und ich glaube, die ganze Community feiert es auch. Also schau auf jeden Fall vorbei, ich freue mich drüber. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt heute einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich schicke dir ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz viel Freude, ganz viel Energie, und danke dir einfach von Herzen, dass du hier beim Podcast dabei bist, dass du mir wahrscheinlich oder hoffentlich schon eine positive Bewertung hinterlassen hast. Dafür vielen Dank. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung und lese sie mir durch und finde es einfach toll. Und genau, das war's von meiner Seite für diesen heutigen Tag. Schau bei mir vorbei auf lauraseiler.com, melde dich für alles an, wo du Bock drauf hast, dabei zu sein. Es gibt auf jeden Fall genug Inspiration für deinen Higher Self und für dich, und genau. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und ja, ich denke mit ganz viel Liebe an dich. Rise up and shine und rock on and namaste, deine Laura.